Willkommen bei Sporttime. Ich bin Solveig und in diesem Video möchte ich euch ein paar Übungen zeigen, mit denen ihr den Handstand erlernen könnt. Ihr könnt bei dem Video jetzt direkt gleich mitmachen. Es eignet sich für alle die entweder schon in der Handstandpraxis sind und sich damit aufwärmen möchten oder um den Einstieg in den Handstand zu finden. Der Handstand ist tatsächlich eine sehr komplizierte Übung. Das heißt, stellt euch darauf ein, dass es auch länger dauern kann, bis zu Wochen oder Monaten, bis ihr frei stehen könnt. Und übt lieber täglich 10 Minuten statt eine Stunde einmal in der Woche. Das schont auch eure Gelenke und baut die Tiefenmuskulatur und die Stabilisationsmuskulatur auf. Für das Training werden wir die Handstandklötze verwenden, gerade weil die für Anfänger besonders entlastend für die Sehnen und Gelenke sind und der Handstand auch leichter auf ihnen zu halten ist. Dann fangen wir mit den Übungen an und ihr könnt auch direkt mitmachen. Ihr legt die Hände mit den Handflächen auf den glatten Teil und die Finger auf den abgeschrägten Teil. Das entlastet die Handgelenke. Und Daumen und kleiner Finger kommen nach außen. Ihr könnt auch den Ringfinger mit nach außen nehmen, wenn ihr größere Hände habt. Für mich kommt der Ringfinger mit nach oben. Und dann geben wir Gewicht auf die Hände, indem wir in den Vierfüßlerstand kommen. Je mehr ihr die Hüfte dabei nach vorne bringt, desto mehr Gewicht kommt auf die Hände. Das heißt, schaut für euch, wie es euch angenehm ist, ob ihr dabei Schmerzen habt oder ob es zu anstrengend sein könnte. Die Übung sieht wie folgt aus. Wir drücken in die Handballen und heben damit die Handfläche ab. Das machen wir 10 Mal. Und wenn ihr die Schwierigkeit erhöhen wollt, wie gesagt, Hüfte nach vorne, dann habt ihr mehr Gewicht und es wird schwieriger, die Handflächen zu heben. Für die nächste Übung legen wir die Klötze noch einmal zur Seite und dehnen unsere Handgelenke mit leichtem Druck, leichtem Gewicht nach vorne für wenige Sekunden. Dann drehen wir die Handflächen nach außen, geben auch hier wieder Gewicht drauf, halten und drehen die Handflächen nach hinten. Wenn ihr euch hier ein Stück weit nach hinten lehnt, dann wird die Dehnung stärker. Das heißt, ihr könnt hier auch regulieren, wie stark ihr dehnen möchtet. Und noch einmal die Handflächen nach innen. Hier könnt ihr schon auch Druck reingeben, auch in die Schultern schon mal reinfühlen, dass ihr euch hier mit den Schultern stabil rausdrücken könnt. Und dann kommen wir auf die Fäuste. Hier ganz stabil, nicht einknicken, sondern ganz kontrolliert in Kreisen rundherum. Einmal nach innen und nach außen. Nehmt euch auch gerne Zeit, die Übung noch länger zu machen, wenn ihr das möchtet. Dann dreht ihr die Handflächen einmal nach unten um und gebt nur ganz leicht Gewicht drauf und dehnt die Handgelenke noch einmal in diese Richtung. Auch hier, wenn ihr euch nach hinten lehnt, wird die Dehnung stärker. Der nächste Bereich, der für den Handstand wichtig ist, sind die Schultern. Hier ist sowohl die Flexibilität als auch die Kraft wichtig. Das heißt, wir machen erst eine Dehnungsübung und zwar gehen wir mit den Handstandblöcken nach vorne, so weit wie ihr kommt und bringt die Brust zum Boden. Wenn euch die Dehnung hier zu stark ist mit den Klötzen, könnt ihr dieselbe Übung auch einfach ohne Klötze machen. Wichtig ist, ihr bleibt hier für ungefähr 20 Sekunden und geht langsam tiefer, wenn ihr könnt und spürt die Dehnung in dem Schulterbereich. Bauch dabei fest, nicht kollabieren, sodass ihr die Stabilität behaltet und die Dehnung verstärkt. Um die Schultern gut ansteuern zu können im Handstand und auch zu kräftigen, suchen wir uns für die nächste Übung eine Erhöhung, die ungefähr kniehoch oder etwas höher ist, also wie ein Stuhl, eine Bank, und gehen mit den Händen auf den Boden, bringen die Füße auf die Erhöhung und bringen den Po über unsere Schultern, sodass das gesamte Gewicht auf den Händen ist. Und dann wollen wir einfach nur die Schultern fallen lassen und wieder rausdrücken. Fallen lassen und wieder rausdrücken. Dabei sollen die Hände und die Arme gestreckt bleiben, also der Druck in den Händen bleibt. Die Arme bleiben gestreckt und nur die Schultern drücken raus. Das könnt ihr ebenfalls ungefähr 10 Mal bis 15 Mal wiederholen. Die nächste Übung ist eine reine Kraftübung. Wir gehen wieder in dieselbe Position, das heißt einmal kurz ausschütteln, kurz Pause machen. Und wenn du bereit bist, dann gehen wir wieder. Hände auf den Boden, Füße auf die Erhöhung, Po über die Schultern und gestreckte Beine und Arme und machen Push-Ups
Geh so tief wie du kommst. Das heißt, kleine sind auch okay oder eben große. Und davon zumindest 10 Stück. Immer schön aus den Schultern rausschieben. Hände sind dabei schulterbreit. So, der dritte große Bereich ist die Rumpfmuskulatur und die Hüfte. Und dafür wollen wir eine Stabilisationsübung machen, nämlich einfach einen Unterarmstand, der hilft, um die Spannung im Rücken und im Bauch zu aktivieren und auch um die Hüftstreckung und die Shape, die man später im Handstand haben möchte, schon mal einzunehmen. Dazu legen wir die Füße wieder auf eine kleine Erhöhung, Unterarme parallel und dann Bauchspannung, Rückenspannung und dann kommt der zweite Fuß dazu. Das Ganze halten wir dann 40 Sekunden. Po nicht zu hoch, aber auch nicht durchhängen, sondern so wie später im Handstand auch eine Linie von den Schultern bis zu den Zehen. Auch hier könnt ihr schon mal darauf achten, Schultern auch nicht einfallen zu lassen, sondern rauszuschieben, so stark wie möglich. Beine sind gestreckt. Wenn ihr es euch noch anstrengender machen wollt, als Herausforderung könnt ihr gerne immer ein Bein nacheinander heben oder auch einen Arm loslassen oder auch diagonal. Das wäre die schwerste Variante. In der nächsten Übung wollen wir die Flexibilität und Kraft, die wir gerade trainiert haben, in einer Übung zusammenbringen, und zwar im Unterarmstand. Da ist die Spannung in den Schultern besonders wichtig und auch die Flexibilität. Das heißt, wir wollen hier nicht einfallen, sondern uns richtig rausschieben und kommen dazu in einen Unterarmstand. Arme parallel oder auch die Hände zusammenbringen, wie es für dich angenehmer ist. Beine aufstellen. Richtig schön rausdrücken aus den Schultern und dann langsam reinschwingen und halten. Und immer wieder darauf achten, die Schultern rauszubringen. Nicht einfallen, sondern richtig hier rausschieben und öffnen. Ihr wiederholt die Übung 3-mal, sodass ihr mehrfach die Chance habt, wieder in diese Position zu finden. Jetzt sollten alle wichtigen Partien schon aufgewärmt sein. Das heißt, wir können übergehen zu der ersten richtigen Handstandübung. Dafür nehmen wir unsere Klötze und platzieren die vor uns, schulterbreit, suchen uns eine Wand. Ich habe leider nur diesen Pfeiler, damit geht es auch, aber am besten sucht ihr euch eine Wand, wo ihr ein bisschen mehr Spielraum habt. Wir wollen nämlich, also schulterbreit, unsere Füße abstellen an der Wand und langsam hochlaufen. Wenn wir oben angekommen sind, laufen wir mit den Händen hinterher, so dicht dran, wie ihr gerade könnt und eure Stabilität noch nicht verliert, aber so dicht, dass es anstrengend wird und wir hier für 30 Sekunden halten können. Wichtig dabei, wieder Schultern richtig rausschieben, Rumpf anspannen, Po anspannen, Füße und Beine strecken. Vom Gefühl her so, als würdet ihr den Boden unter euch wegdrücken wollen und eure Füße zum Himmel ziehen. Noch einen Moment halten, bis es richtig anstrengend wird. Und dann vorsichtig wieder nach vorne laufen und die Füße wieder runterlaufen und vorsichtig zum Boden kommen. Dann einmal Schultern ausschütteln, einmal kurz Pause, Schultern rollen. Alles, was gerade die Anspannung wieder löst. Und dann geht's weiter. Wir gehen wieder schulterbreit tief. Mit den Händen auf den Boden und mit den Füßen wieder an der Wand hoch. Mit den Händen nachlaufen, so wie eben. So dicht wie ihr könnt. Vielleicht diesmal etwas weiter entfernt als vorher. Denn wir wollen diesmal die Knie an der Wand entlang runterbringen und Beine wieder strecken. Davon machen wir 15 Stück oder 10, je nachdem, wie anstrengend es für dich in der Schulter bereits wird. Das kräftigt die Schulter, aber koordiniert auch schon die Stabilisation. Das heißt, wir wollen nämlich nicht in die Seiten abrutschen, sondern wirklich nur hoch und runter.
und nach Möglichkeit mit angespanntem Bauch und Po. Für die letzte Übung, bevor wir dann in den freien Handstand gehen, möchte ich euch noch einmal im Stehen die Haltung erklären, damit wir die noch einmal gezielt gleich üben können. Und zwar ist es beim Handstand so, dass alle Gelenke, also Fußgelenk, Hüfte, Schultern und Handgelenk übereinander angeordnet sein sollen. Das heißt wirklich eine Linie. Dafür müssen wir ganz besonders den Bauch und den Rippenkasten einziehen. Das heißt nicht die Schultern rund, aber Brust rein und Bauch rein. Po angespannt und Schultern geöffnet. Also mehr als einfach nur die Arme zu heben, sondern wirklich nach hinten ziehen und hier rausdrücken. Das wäre die ideale Haltung. Das probieren wir jetzt einmal nochmal an der Wand. Dafür nehmen wir wieder unsere Klatze, schulterbreit, gehen an der Wand hoch wie eben, kommen wieder so nah wie möglich und probieren einmal am besten von unten anfangen. Handgelenke stabil, Schultern raus, Bauch rein, Brust rein. Und dann versuchen wir das erste Mal ein Bein loszulassen und das Gewicht wirklich ein Stück weit über die Schultern rüberzubringen, sodass ihr fast abhebt von der Wand. Halten. Und dann wechseln, andere Seite. Haltung immer wieder korrigieren in sozusagen einer Endlosschleife, also Handgelenke, Schultern, Bauch rein, Brust rein, Po fest und nach oben ziehen und Gewicht schon leicht rüberbringen, sodass ihr fast von der Wand loslassen könnt. Wenn ihr euch dann an der Wand schon entsprechend sicher fühlt und es in den Handgelenken und in den Schultern nicht mehr so anstrengend ist, sodass ihr es wirklich eine Zeit lang halten könnt, dann könnt ihr euch an den Boden wagen, ans Freie stehen und wir benutzen wieder die Handstandklötze, um die Handgelenke zu entlasten und üben auch hier erstmal einmal die Haltung. Ganz wichtig, wie geht man in den Handstand rein? Wir gehen auch hier erstmal mit Gewicht auf die Hände drauf, bringen die Schultern über die Hände. Das heißt, wir wollen nicht hier anfangen, sondern wir wollen bereits mit dem vollen Gewicht auf unseren Händen anfangen. Man sieht auch schon, ich hebe hier ab mit den Fersen. Das heißt, das ganze Gewicht bis auf so einen kleinen Rest sollte schon hier vorne sein. Dann seid ihr eigentlich bereit, wenn ihr diese Position gut halten könnt, auch den ersten Versuch zu starten und einfach nur ein Stück weit hoch zu springen und zu fühlen, wie es sich anfühlt. Und mit jedem Mal ein Stück höher. Eben schauen, dass man sich langsam rantastet und nicht überkippt. Also ist nicht schlimm, wenn ihr nicht gleich hochkommt, sondern erstmal hier ein Gefühl dafür bekommen, wie ist es, wenn ich hier das Gewicht dann ganz drauf bringe. Die Übung könnt ihr auch 10-mal wiederholen und mit jedem Mal ein bisschen steigern. Ganz wichtig dabei, noch nicht versuchen aufzumachen, sondern einfach nur in diesem Päckchen zu bleiben, Knie angezogen. Aber wichtig vor allen Dingen auch den Po hochbringen. Also eben noch nicht die Beine, sondern einfach nur Gewicht auf die Schultern, Po über die Schultern. Wenn ihr euch schon sicherer fühlt, damit wirklich rüberzukommen mit dem Gewicht und dort vielleicht sogar schon stehen könnt, dann versucht es wirklich einen Moment zu halten. Ganz wichtig hier, um stehen zu bleiben, Finger reinpressen in den Boden, Schultern ganz fest und natürlich den Rumpf anspannen. Und dann aber auch immer noch nicht Beine hoch, sondern erstmal in dieser Position verharren. Und langsam wieder runterkommen. Je langsamer ihr runterkommt, desto mehr trainiert ihr dabei auch die Muskulatur, die ihr paradoxerweise zum Hochgehen braucht, zum Hochrollen. Das heißt, ihr könnt dann auch rückwärts versuchen, wenn ihr dort eben schon stehen könnt, langsam immer wieder runter zu gehen. Und das immer mehr zu verlangsamen, sodass ihr diese Haltemuskulatur aufbauen könnt. Wenn ihr euch dann sicher fühlt, in dem Stehen mit der gebückten Haltung könnt ihr versuchen, langsam auch die Beine zu öffnen. Auch hier wieder wichtig, langsam. Es geht mehr darum, die Stabilität zu behalten und die Form nicht zu verlieren, als jetzt schnell die Beine aufzuschießen. Das heißt, auch hier wieder erstmal in die Haltung und dann langsam nach oben.
Ich hoffe, euch haben die Übungen etwas weitergebracht und ihr seid schon näher dran am Handstand, am freien Handstand. Und wenn ihr häufig übt, dann entlastet ihr die Sehnen, indem ihr nicht zu lange üben müsst, aber dafür euren Körper Stück für Stück dran gewöhnt. Nehmt euch Zeit, das dauert wirklich lange, bis ihr im freien Handstand stehen könnt, bis ihr die ganze Stabilisation in allen Körperpartien habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal und viel Spaß beim Trainieren.